Und er hat festgestellt, dass die Bandscheibe völlig in Ordnung ist. Ich bin noch nie so glücklich von einem Arztbesuch weggegangen. Ich kam damals mit schweren Belastungen zu Frau Häusler zur Einführung. Es war eigentlich alles am Ende. Ich hatte gute Ärzte an der Hand, die auch keinen Rat mehr wussten. Mein Mann war auch im Krankenhaus tätig, also wir waren gut versorgt. Aber es trat keine Heilung ein. Und da ich nirgendwo mehr Hilfe fand, kam ich hierher in den Freundeskreis. Ich hatte schwere Belastungen an der Halswirbelsäule durch einen Unfall. Der war extrem verstaucht. Das waren Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Die Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule war verschlissen. Das gab Hexenschüsse und schwere Schmerzen, auch Bewegungseinschränkungen. Ich hatte Stoffwechselstörungen im Magen-Darm-Bereich, eine Pankreatitis, die erst akut, später chronisch war, also eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und da wurde auch eine strenge Diät verlangt. Und wenn ich die mal nicht einhielt, gab es sehr schwere Koliken. Und dann war ständig eine Nierenbelastung, Vereiterung, Senkung, Nierenstein. 2 große Darmgeschwüre im absteigenden Ast des Dickdarms. Dann hatte ich extrem niedrigen Blutdruck, Muskelrheuma an beiden Seiten der Wirbelsäule, auf Hühnerei große Knoten. Ich bekam Fangopackungen, Thermalbäder, Massagen. Es tat gut, es schaffte Linderung, aber keine Heilung. Es war eigentlich alles an meinem Körper so heruntergewirtschaftet, dass ich eigentlich auf Hilfe angewiesen war. Ich bekam auch Pflegerinnen. Der Orthopäde sagte mir, also wenn ich nicht alle seine Anweisungen beachte, dann werde ich wohl die Kinder nicht mehr groß werden sehen. Und das war ja nun eigentlich mein Wunsch. Und die Anweisungen waren 5 Minuten nähen, 5 Minuten bügeln, nie mehr schwer tragen, nie mehr in die Pflege. Ja, und das war eigentlich sehr wenig für einen großen Haushalt von 7 Personen. Und Frau Löllgen konnte ihren Haushalt nicht mehr führen, das habe ich erlebt. Und ich bin Frau Löllgen relativ viel zur Hand gegangen. Und wenn Frau Löllgen plötzlich ins Krankenhaus musste, bin ich also immer eingesprungen, auch wenn sie zu Hause war. Sie musste oft liegen und war also wirklich nicht fähig, die Dinge zu regeln, die bei einem Haushalt mit 5 Kindern nötig sind. Und so bin ich hierher gekommen, voller Skepsis, aber ich wusste keinen Weg mehr. Es war alles am Ende. Und ich habe 4 Stunden in der Einführung gesessen. Ich wollte gar nicht mehr gehen. Alles, was ich hörte, das tat so gut. Und Frau Häusler riet mir, alles da zu lassen, was schwer war. Alles ihm, Bohne Gröning, abzugeben. Und das habe ich dann ganz im Stillen getan. Ich habe nichts gesagt. Ich habe aber gedacht, wenn das möglich ist, ich kann nichts riskieren, aber alles gewinnen. Als ich nach Hause kam, wartete schon die ganze Familie, was mit mir denn jetzt wäre. Und ich hatte nur alle gebeten, auch diese Kraft aufzunehmen. Und das ist ganz gut gegangen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mein Mann mitgetan hat. Er hat in seinem ganzen Theologiestudium nie etwas von der göttlichen Kraft gehört. Aber er hat sie gespürt. In der folgenden Nacht hat Lilian Löllgen noch einmal starke Schmerzen. Doch am nächsten Morgen erlebt sie eine große Überraschung. Ich bin aufgesprungen, was ich sonst nie konnte. Und ich hatte keine Schmerzen mehr seit so vielen Jahren. Keine Schmerzen, das war schon beglückend. Ich konnte die Arme hochheben, Kopf nach allen Seiten drehen. Das war vorher nicht selbstverständlich. Ich habe sie manchmal nur zur Hälfte hochbekommen durch dieses Muskelrheuma. Ich spürte keine Knoten mehr, die konnte man gut spüren. Und ja, und keine Schmerzen mehr im Bauchraum. Und da habe ich gespürt, dass Gott viel näher ist, als wir ahnen. Und dass er jeden Menschen liebt und hilft. Und ich bin dann auch zum Orthopäden gegangen, auf Anraten von Frau Häusler. Er hat gehört, dass ich wieder arbeite und hat sofort Aufnahmen gemacht, weil er mir ja den nahen Tod vorausgesagt hat, wenn ich das alles tue. Ich brauchte keine Pflegerin mehr. Und er hat festgestellt, dass die Bandscheibe völlig in Ordnung ist.
Ich bin noch nie so glücklich von einem Arztbesuch weggegangen. Und damals fing für mich und für alle in meiner Umgebung ein neues Leben an. Und es ist nichts mehr wiedergekommen von all den Belastungen. Und das war alles weg. Ja, und das ist weggeblieben. Und zwar im Mai sind es 33 Jahre gesund geblieben. Und ich fühle mich so froh und so wohl. Damals war ich so ungefähr 40, als ich dazu kam. Jetzt werde ich 74. Und ich fühle mich so jung und kann alles leisten. Und es macht mir Freude, das ganze Leben.